die ganze Geschichte vom Brot. Brot im Wandel der Zeit. Wenn du das wissen, das ist im Fall... Das ist nur das Erste. So, Freunde, einer aus dem Homeoffice, wo ich ja schon ein Brot gebacken habe, oder schon mehrere Brötchen, diverse Artikel dazu geschrieben und mir dann ein bisschen Literatur dazu angeschafft. Unter anderem das Teil da. Das ist nicht nur ein Buch, auch nicht 2, 3, 4, 5, es sind 6 Bücher. Wobei das Buch da eigentlich nur so eine Zusammenfassung ist von all denen da. Das Buchset da heisst Modernist Bread und kostet 648 Franken. Absolut gesponnen. 25 Kilo schwer. Ich kann wirklich fast nicht lüpfen. Kommt in einer wunderschönen Metallschachtel. Und es sind unglaublich schöne Bücher. Also weißt, wenn du sagst, okay, also kostet 600 Stutz, dann tust du das drauf 5, dann sind das irgendwie 150 Stutz pro Buch, was du eigentlich zahlst. Aber jedes von diesen Büchern ist natürlich extrem wertig gemacht. Also sie werben damit, dass von diesen 25 Kilo da, glaube 1,8 Kilo ist nur Tinte. Nicht mal das Papier, ist nur das Gewicht der Tinte. Und da innen findest du wirklich einfach alles, wenn es ums Backen geht. Also es fängt da eben Geschichte und Grundlagen, Inhaltsstoff, Techniken und dann 2 Bücherrezepte. Wenn es irgendetwas gibt, was du über das Brotbacken musst wissen, da innen steht es. Und die sicher haben es getestet. Der Typ, der das geschrieben hat, das ist schon mal, glaube ich, so zu Zeiten von Ballmer und Gates und so, ist der bei Microsoft der CTO, also Chief Technology Officer gewesen. Der Nathan Myhrvold, spricht wahrscheinlich komplett falsch aus. Er hat dann ein Buch geschrieben, das hat Modernist Cuisine geheißen. Ich glaube, etwa 5 Bände, wo es um so Molekularküche gegangen ist. Sehr ähnlich wie das. Ich habe da innen schon x Sachen angeschaut. Also ich habe irgendwie die Burger Buns gemacht, dann wollte ich mit ein Barry-Set machen. Also, findest du alles da rein? Unglaubliche Detailgenauigkeit. Es gibt auch unglaubliche so Zusatzstoffe, die du teilweise müsstest kaufen. Also musst du fast ins Chemielabor. Also wenn du noch nicht gewusst hast, wie das mit die Hände wäscht, das solltet ihr jetzt aber alle wissen. Da hätte ich die Anleitung dazu eigentlich. Es ist so viel, oder? Es ist so unglaublich dicht. Es hat so viel Expertenwissen da drin, so viele Techniken. Wenn du irgendetwas wissen willst über Sauerteig, Hefen etc., kannst du da rein Techniken. Das ist das, was ich eigentlich noch recht viel brauche. Wo da rein siehst, dann, wie das du so Teig dann richtig durch Skala, wie das es Zöpfeln, kneten. Du kannst in einem Dampfkochtopf backen. Das ist auch für professionelle Bäcker wirklich etwas absolut genial. Jetzt eben 640 Franken, das irgendjemand hat mir unten reingeschrieben. Ist das ob das ein Ding sei, ob das ein 1. April-Scherz sei. Also, ich sage jetzt mal, wenn du wirklich Spass hast am Backen und wirklich interessiert bist und auch etwas lernen dabei, du kannst, also wenn du das alles durch hast und auswendig kannst, dann bist du Experte. Dann kannst du mit dem Bäcker wieder auch konkurrenzieren. Lohnt sich unglaublich, wenn man Freude hat am Backen und wenn man jetzt gerade, vielleicht nach dieser Zeit, ein bisschen Geld auf der Seite hat. Die Investition ist genial. Es ist aber halt einfach wirklich, mit das an. Das ist so gross, das ist so riesig. Verschwinde da hinten. Modernist Bread, Nathan Myhrvold und Co. Also eben, das war nicht nur er, der das geschrieben hat. Ich glaube, er hat eine Firma mit 50 Leuten aufgetan, die dann das Buch geschrieben hat. Das Buch geschrieben hat. Modernist Bread, ja, genial. Kann man sich geben. In dieser Zeit hat sich das gelohnt.